Hallo Leute, es ist Zeit für ein Update. Wir haben ja wirklich jetzt eine ganze Weile unseren IR-Prototyp mal ein bisschen ausprobieren können und dabei auch das ein oder andere Problemchen festgestellt, wie zum Beispiel dieses hier. Und ja, woher sowas kommt, werden wir jetzt im Detail besprechen und auch was für Verbesserungspotenzial da ist. Und gucken jetzt mal eine kleine Konzeptphase auch an für die nächste Runde, wie es denn weitergehen könnte. Also starten wir gleich rein. Los geht's hier bei Technik, Tipps und Tricks. So, wir sehen hier, das wollen wir uns nämlich mal zuerst anschauen, das Sonnenlichtspektrum, wie sich das zusammensetzt. Hier die Regenbogenfarben zeigen uns das sichtbare Licht an und dann jetzt weiter ins Rötliche rein, in die höheren Nanometerzahlen, kommen wir dann also hier ins Infrarote rein. Genau. Und da sieht man nämlich jetzt, dass es da durchaus so Absorptionslinien gibt, die es relativ ungünstig machen würden, dort mit einer Diode oder mit einem Detektor Sonnenlicht messen zu wollen. Ja? Also vor allem mal hier dieser erste Peak vom Wasserdampf und dann gibt es hier hinten nochmal einen. Aber hier sind wir eh schon relativ weit unten mit unserer Empfindlichkeit oder mit unserer Intensität, sodass wir dann da nicht mehr so ideale Voraussetzungen hätten. Also am besten wäre es eigentlich hier vorne. Und hier sieht man jetzt auch schon so einen kleinen Dip, da wollen wir auch nicht unbedingt rein. Also eigentlich am besten hier, genau hier so dazwischen. Ja. Und jetzt, wie ist das? Wie kriegt man jetzt raus, wo man sich da genau befindet, bei welcher Wellenlänge? Und dafür gibt es einen kleinen Trick und den zeige ich euch jetzt gleich. Ja, man nimmt sich einfach das Bild und packt sich das in ein einigermaßen professionelles Zeichenprogramm rein. Ich habe in dem Moment mal einfach das GIMP genommen, weil das ist Open Source und das kennt ihr auch wahrscheinlich hier und da. Und da gibt es nämlich auch die Funktionalität, dass wenn man seinen Cursor über das Bild bewegt, dass man dann ganz links unten in der Ecke die Pixelzahl angezeigt kriegt. Ich probiere das mal. Wenn ich also meinen Cursor jetzt hier bewege, ihr seht den, dann zeigt es mir hier unten in der Ecke. Da unten zeigt es mir die Pixelzahl an. Und die notieren wir uns einfach für die interessanten Punkte und dann rechnen wir das um. Und das zeige ich euch jetzt auch mal kurz, wie ich das gemacht habe. Ist was wirklich ganz Einfaches und ist auch was man dauernd braucht, immer wieder. Den Dreisatz nennt sich das mathematisch, dass man also mit irgendwelchen Eckpunkten, die man hat, das umrechnet in eine andere Dimension sozusagen. Okay, schauen wir uns das mal an. So, hier unten habe ich einfach nochmal dieses Diagramm ein bisschen aufgezeichnet, so stilisiert. Wir haben also hier die obere Kennzeichnung der Nanometer aus dem Graph. Dann haben wir hier unsere zwei Dips und hier haben wir dann die zweite Kennzeichnung im Graph. Einmal hatten wir da 780 und einmal haben wir 1000 Nanometer da stehen gehabt. Und für die beiden Punkte und sowie für die hier habe ich mir jetzt einfach hier eine kleine Tabelle gebaut. Ich habe mir einmal die Pixel ausgemessen in dem Bild und dann entsprechend die Nanometer, sofern ich sie denn habe, und das alles mal so gegenübergestellt zunächst einmal. Und dann geht es darum, dass wir uns also in diesem Bild hier im Prinzip die Differenz bilden zwischen diesen beiden Punkten und wissen dann, okay, diese Strecke jetzt hier, die bedeutet so und so viel Nanometer, die bedeutet aber auch so und so viel Pixel. Und das heißt, dann kann ich mir so ein Verhältnis bilden. Hier oben sieht man es. Also hier habe ich erstmal angefangen Pixel durch Nanometer, aber es ist andersrum besser also Nanometer pro Pixel, weil dann kann man das einfach schön durchmultiplizieren nachher. Dann hat man seinen Pixelwert und die Pixel kürzen sich raus und man hat dann nahe Nanometer übrig. Okay, und jetzt hier habe ich mir eben dann die Differenz ausgerechnet. Das heißt, hier einmal zwischen den beiden großen Messwerten haben wir hier die gesamten Pixel zwischen den beiden Messwerten und dann gibt es auch noch den entsprechenden Wert hier zwischen den Nanometern. Das sind diese 220, die hier irgendwo stehen, genau. Und jetzt gibt es noch eben hier das, was wir ausgerechnet haben, die 80 und die
32, einmal hier die 80 und hier die 32, die wir dann entsprechend hier als ein Offset haben, von diesem Wert aus gesehen, hochgerechnet, einmal hier und einmal dahin an Pixeln. Genau, und jetzt kann man einfach hier eben entsprechend den Wert mit Nanometer pro Pixel bestimmen, 1,95. Und wenn wir das dann ausmultiplizieren, dass wir einfach sagen, einmal hier 80 mal die 1,95, kriegen wir hier diesen Wert raus für das Offset an Pixeln, an Nanometern, Entschuldigung. Und da müssen wir dann natürlich noch unsere 780, also diesen Basiswert hier, drauf berechnen und kommen dann auf diese Zahl. Für x1 und für x2 kommen wir auf den Wert. Also kann man sagen, am besten, wenn wir uns da irgendwo zwischen diesen beiden Werten aufhalten, dann sind wir nämlich genau hier in diesem Speckgürtel, wo wir dann richtig gute Werte haben sollten. Und so habe ich mir jetzt eben eine Infrarotdiode rausgesucht, die genau diese Eigenschaften möglichst mitbringt. Und zwar sehen wir hier im Datenblatt in den Characteristics in der ersten Zeile dann die typischen Nanometer, die sie dann eben hat als Spitzenwert sozusagen mit maximaler Empfindlichkeit. Das sind die 880 Nanometer. Die liegen dann also dort zwischen diesen beiden Dips, die wir ja vermeiden möchten. Und dann sieht man aber auch unten drunter die Range, die geht dann schon von 700 Nanometer bis 1100, da sind wir dann aber auch schon recht weniger empfindlich in diesen Bereichen. Man sieht dann aber auch, dass die eben durchaus schon auch noch im sichtbaren Bereich drin liegt, mit einer kleinen Empfindlichkeit dann auch, die dann bei 780 ungefähr grenzen. Und wir dann mit den 700er schon auch ein bisschen mit drin liegen. Aber ja, so ist es dann eben in der Praxis, kriegt man das nie hundertprozentig getrennt, aber man kann sich eben annähern an gewisse Ideale und somit seine Voraussetzungen verbessern. Das ist also die Diode, das ist hier das erste Blatt vom Datenblatt, die erste Seite. Und hier kann man jetzt sehen, das ist also eine mit 5 mm Gehäuse mit einem Daylight-Filter schon drin, deswegen sehen die dann so dunkelblau aus und haben eben ihren Peak-Empfindlichkeit jetzt hier bei 880 Nanometern. Und da ist sie auch schon, ja, hier sieht fast so aus wie im Datenblatt, nur noch schöner in echt, natürlich. Und man sieht so ein bisschen, wenn ich das so versuche hier mal ins Licht zu halten. Jetzt sieht man es ein bisschen. Dieses bläuliche Schimmern hier unten am Kragen. Das ist also der Filter, der eigentlich, wenn man sich so anschaut, sieht hier einfach nur schwarz aus. Aber tatsächlich geht dann da eben Infrarotlicht durch. Okay, ja, und dann machen wir jetzt mal unseren ersten Test mit dem Ding. Schauen mal, was passiert. Auch bestellt habe ich mir einen 5 Megaohm Potentiometer, den wir dann da in Reihe schalten. Und mit den 5 Megaohm hat man dann schon einiges an Spielraum für große Empfindlichkeit. Hoffe ich doch mal, dass man dann einen sehr großen Empfindlichkeitsbereich abdecken kann mit dem Potentiometer. Hier also nochmal unser allerliebster Aufbau auf einer Küchenrolle mit einer aktuell abgedeckten Infrarotdiode. Und zwar sind wir jetzt im Moment bei 7,8 Volt. Wenn ich die jetzt öffne, das Tageslicht einfällt, dann falle ich sogar auf minus 0,28. Und diese Abdeckung hier, das ist im Prinzip ein Schrumpfschlauch, der oben zugeklebt ist, sodass da kaum Licht reinkommt, wenn man die Diode damit abdeckt. So, und wir sind jetzt maximal empfindlich. Wenn ich jetzt die wieder drauf stecke, bin ich also wieder bei 7,8 Volt. Bei einem maximalen Widerstandswert von 5 Megaohm, bei maximaler Empfindlichkeit und einem kleinen Strom. Jetzt drehen wir den mal ein bisschen kleiner, den Widerstand. Da muss man übrigens aufpassen, wenn man mit dem Finger dran ist, hat man da direkt auch einen Einfluss. Ich kann das hier nochmal zeigen. Jetzt geht die Spannung direkt nach oben, weil der Widerstand kleiner wird. Ja, das ist halt der Hautwiderstand und 5 Megaohm. Das macht sich dann schon bemerkbar.
So, und jetzt gleiche ich das mal ungefähr so auf 1 Volt ab, simuliere einfach mal eine geringere Empfindlichkeit bei hellem Licht, was wir heute auch haben. Jetzt dunkeln wir das wieder ab mit unserem Käppchen hier und dann haben wir direkt eine höhere Spannung dann im Dunkelbereich auch. Das heißt, unsere ganze Kennlinie verschiebt sich dann entsprechend auch und das war im Endeffekt zu erwarten. Die Frage ist jetzt nur, was bedeutet das für unsere Schaltung, wenn wir dann einen, sage ich mal, festen Schwellwert am Operationsverstärker auf der anderen Seite haben. Ob das dann immer noch hinkommt, dass man da vernünftige Sachen einstellen kann. Das müssen wir uns jetzt mal in Ruhe überlegen. Denn wir haben an der Diode eine höhere Spannung bei Dunkelheit mit einem höheren Ruhestrom. Weil das Ziel ist eigentlich schon, dass wir den Empfindlichkeitsstrom als einzigen Parameter haben nachher für den Benutzer, um das einzustellen, also hier diesen Vorwiderstand, wie ich es jetzt eben auch schon demonstriert habe, und dass der zweite verstellbare Widerstand aktuell noch, der uns den Schwellwert einstellen lässt, am Operationsverstärker dann fest definiert ist, so dass wir da einfach nur einen ungefähren Spannungswert haben, der immer funktioniert, wo wir immer im Bereich sind, dass da was einstellbar ist und eine Schwelle überschritten werden kann. Und man aber nicht mehr noch irgendwie was Zweites einstellen muss, weil das würde ja niemand verstehen. Das kennt man auch so nicht von handelsüblichen Geräten. So, und jetzt haben wir im Prinzip hier das Szenario. Wir haben 2 verschiedene VDs, die stehen hier eingezeichnet und bewegen uns dann jeweils von da im Arbeitsbereich schräg nach unten. Und jetzt ist es halt so, wir haben einen Schwellwert nur später, über den wir drüber kommen müssen in beiden Bereichen. Und da wollte ich jetzt eben wissen, wie sieht das aus? Werde ich mich mit einem Schwellwert dann zufrieden geben können? Und zwar im empfindlichsten Bereich sind wir ja dann hier. Da haben wir dann eine relativ große Bewegung und sind aber auch sehr nah am Schwellwert. Während wir im unempfindlicheren Bereich dann eher weiter oben stehen und dann einen großen Bereich haben, über den sich das Ganze entwickelt und entsprechend dann weiter weg sind vom Schwellwert. Also einmal hier ganz unten und einmal weiter oben erst. Was ja aber für Unempfindlichkeit dann auch in Ordnung ist. Dass es erst später reagiert. Das wäre also in Ordnung. Wie sich dann aber herausgestellt hat, war dieser Unterschied mit dem verschiedenen Empfindlichkeitsströmen gar nicht dadurch hervorgerufen, dass die Diode sich anders verhalten hat, sondern weil ich ja hier die Spannung gemessen habe an der Diode, habe ich parallel dazu den Eingangswiderstand von meinem Messgerät gehabt. Und der liegt auch so im Megaohm-Bereich. Also rückwärts gerechnet wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Megaohm, weil ich hatte ja 9 Volt hier ungefähr dran. Insgesamt waren es 12. Das heißt, die 5 Megaohm, die ich hier hatte, entsprechen dann ungefähr 3 Volt für diesen Rest. Und so kann man dann einfach sagen, okay, 5 und 3 Volt, das einfach in diese 9 Volt dreimal reingepackt, komme ich ungefähr bei 15 Megaohm raus. Insofern wahrscheinlich, wenn unser Eingangswiderstand nachher am Operationsverstärker viel besser ist, wird uns das gar nicht großartig stören. Aber das muss man dann mal in der Praxis sich anschauen und tatsächlich ist es besser, sich sowas vorher zu überlegen, als dann nachher in ein Problem reinzulaufen, was einem alles über den Haufen wirft und man dann schon einiges an Arbeit reingesteckt hat. Okay, insofern, wir sind aber auf jeden Fall im grünen Bereich und können einfach mit der nächsten Runde starten. Jetzt hatten wir ja eingangs gesehen, dass sich dort ein Flickern oder eine Rückkopplung oder ein lustiges Blinken ergeben hat, was wahrscheinlich daher gerührt hat, dass wir einfach sozusagen durch das Licht, was
nachher freigegeben wurde, wieder eine Rückkopplung reinbekommen haben hier in unsere Diode, wo dann der Schwellwert dann dadurch überschritten wurde, dann wurde ausgeschaltet. Nach einer Weile war dann der Schwellwert wieder unterschritten, dann wurde wieder eingeschaltet und so weiter und so fort. Parallel war wohl dann aber auch gleichzeitig, wenn das so war, der PIR-Sensor irgendwie dauernd 1 und also hat im Prinzip einen Dauerpegel gegeben. Und warum das passiert ist, das ist noch nicht so richtig klar. Das wäre jetzt zumindest mal die Erklärung. Das zeigt aber auch, wir sollten uns dann für die Praxis ein bisschen besser ausrüsten. Das heißt, im nächsten Prototyp soll es dann also auch ein paar LED-Anzeigen geben, die uns dann zeigen, was gerade der Zustand der einzelnen Teilnehmer ist, so dass man dann auf einen Blick an der Leuchte sieht, okay, aha, das und das und das ist gerade Sache und aus diesen Gründen geht irgendwas oder geht irgendwas nicht. Okay, dann was wäre also die logische Konsequenz, dass wir hier nicht mehr einen permanenten Zustand haben, der sich verändern kann, sondern dass wir nur im Moment der Entscheidung, also dann, wenn der Bewegungsmelder anspricht und sagt, okay, hier habe ich eine Bewegung, nur genau in dem Moment sagen, okay, jetzt schaue ich mir die Helligkeit an und danach interessiert es mich dann erstmal nicht mehr. Also danach kann es dann sich verhell werden, hier am Schwellwert sich irgendwas ändern, egal, wird mich nicht interessieren. Ich gucke nur in dem Moment, wenn sich also die Bewegung abspielt und danach dann erstmal nicht mehr. Danach muss also die Bewegung wieder zurückgesetzt werden und dann erst bin ich wieder okay mit einem neuen Situation, mit einer neuen Situation für Entscheidungen. Ja, und die Lösung dafür ist im Prinzip ein sogenanntes Flip-Flop oder genauer gesagt ein D-Flip-Flop. Das ist auch sehr stark verwandt mit den mono- und bistabilen Kippstufen, die wir uns ganz am Anfang schon mal angeschaut haben. Hier auch nochmal der Link dazu. Hier ist es ganz zentral im neuen Entwurf eingezeichnet. Und zwar besteht es eben jetzt aus diesem Takteingang. Und der Takteingang wird getriggert durch unseren PIR-Sensor. Der wird dann erstmal auch durch eine Komparatorschaltung auf ein gescheites Level gebracht, weil wir haben jetzt den D-Flip-Flop auf 12 Volt liegen und hier kommen wir irgendwie mit 3 Volt rein. Das heißt, hier müssen wir dann auch eine vernünftige Flanke haben, weil das ist ein astreiner Digitalbaustein. Der will also vernünftige Pegel haben, sonst kommt er nicht klar. So, und dann gibt es eben einen Set-Eingang. Das heißt, wenn der auf 1 gezogen wird, unabhängig von dem hier, wird also der Ausgang dann hier auch 1 werden. Es gibt genauso einen Reset-Eingang. Wenn der auf 1 liegt, dann geht also auch der Pegel sofort, unabhängig vom Clock, auf 0. Und dann gibt es den Dateneingang D und der ist jetzt sozusagen in unserer Und-Funktion das, was uns dann die logische Ausgangssituation erzeugt. Und zwar kommen wir dann hier eben über unsere Eingangsverstärkerschaltung hier direkt auf einen High-Pegel und an den Dateneingang dran. Und nur wenn jetzt hier eine 1 anliegt an dem Dateneingang, während die Flanke kommt vom PIR-Sensor, wird also der Ausgang dann auf 1 geschaltet. Also es ist nicht mehr so, dass ich dann hier irgendwas verändern kann. Es muss so sein, dass hier dieser Wert stabil anliegt und dann kommt eine Flanke und dann wird das sozusagen eingetaktet und liegt dann so lange daran an, bis sich am Eingang entweder eine neue Taktflanke ergibt mit diesem hier auf 0, aber das ist nicht unser Fall, sondern unser Fall wird sein, dass der hier auf 0 zurückgeht und dann wollen wir ihn zurücksetzen. Also müssen wir damit den Reset-Eingang dann bespielen. So, und jetzt haben wir uns dafür eine kleine Transistorknobelei ausgedacht und die ist hier unten begründet. Hier unten habe ich nämlich die Bedingungen aufgeschrieben, was wir jeweils brauchen. Also für einen positiven Ausgang
einen Q brauchen wir eine Situation, dass wir eine Flanke haben am PIR-Eingang und eine 1 am hier D-Eingang. Zum Rücksetzen brauchen wir, und das ist jetzt wichtig, brauchen wir einen Ausgang gesetzt. Also der muss auf 1 sein, plus der hier geht auf 0. Und das ergibt dann unsere Rücksetzbedingung. Ja. Wir wollen also nicht immer, weil sonst, wenn wir nicht gucken würden, dass unser Ausgang auf 1 liegt, hätten wir unter Umständen Probleme, hier überhaupt mit der Flanke rauszukommen, weil wir da immer noch auf 0 liegen oder den Rücksetzeingang, je nachdem, durch die 0, die wir hier haben, noch aktiviert haben. Also wäre es also vielleicht gar nicht möglich. Und es ist viel sauberer, noch gleichzeitig zu gucken, dass man also den Q-Ausgang gesetzt hat. Genau, also das ist dann eben unsere Rücksetzbedingung und die ist dadurch begründet, dass also dieser hier nicht gesetzt ist, deswegen der Strich oben drüber, und Q mit 2 Strichen, also einmal Q nicht und Q gesetzt ist. So, und mit dieser Transistorschaltung hier ist es jetzt so, dass das im Prinzip eine Veroderung darstellt, beziehungsweise weil wir im Negativen sind, ist es dann eine Verondung. Die beiden invertieren ja nämlich jetzt hier und im Prinzip kann man sich so vorstellen, man kann es sich andersrum erklären. Hier haben wir ja ein Pull-Up, also der Reset wird so lange auf 1 liegen, solange nicht einer von beiden auf 0 ist. Also solange nicht einer von beiden Transistoren durchgesteuert ist und die sind jeweils durchgesteuert, wenn sie einen positiven Eingang bekommen. Ich weiß, das ist ein bisschen um 5 Ecken. Aber die Logik funktioniert am Ende. Wir können es ja einmal kurz am Beispiel vom PIR uns anschauen. Das ist einfach zu verstehen. Da ist es nämlich nur eine Invertierung. Das heißt, wenn wir hier eine 1 haben, dann invertiert dieser Transistor und zieht R auf 0. Das heißt, passiert nichts, weil R auf 0 ist. Also erst wenn die beide auf 1 sind, also sperren, dann wird der Reset aktiv. Heißt, der hier muss auf 0 sein, dann sperrt er und der Q nicht. Also es gibt an diesen D-Flip-Flops immer auch einen invertierenden Ausgang, das ist hier der Q nicht. Muss auch auf 0 sein, der ist auf 0, wenn logischerweise Q auf 1 ist. Ja, und somit haben wir dann hier unsere beiden Bedingungen. Das ist jetzt einfach, warum mache ich das so mit Transistoren so kompliziert? Weil es ist eigentlich leichter und günstiger umzusetzen, einfach hier mal eben 2 Transistoren reinzubasteln, als wenn man jetzt hier noch umständlich sich irgendeine Gatter-Logik mit einbaut. Nimmt viel Platz weg und ist auch teurer. Also ein extra und oder irgendwas Gatter-Zeugs. Man muss ja dann auch noch gucken mit Invertierung und so. Insofern ist es, glaube ich, eigentlich so ganz gut gelöst. Und gleichzeitig wieder ein bisschen eine kleine Denksportaufgabe mit und nicht und so weiter. Okay, ja, und das wäre jetzt eigentlich das Konzept, wie wir dem ganzen Ding weiter begegnen wollen. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, dass wir das mal in die Praxis umsetzen. Ich zeige euch wieder den Aufbau, wie ich das dann mache. Auf Lochraster wird es nochmal sein. Und ja, dann werden wir weiter gucken, wie sich es in der Praxis bewährt und ob wir damit dann schon gut fahren können. Okay, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Es war nicht zu theoretisch diesmal. Liked, subscribed, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Stufe mit dem neuen Prototyp. Bis dann, ciao.